Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir machen heute den großen Trennjäger-Vergleich. Wir schauen, welcher von den vieren ist denn jetzt der beste. Wir testen sie in Stein, in Metall und vor allem mit Wasser, ohne Wasser und so weiter und so fort. Wir schauen uns aber auch mal an, was ist denn der Unterschied zu einem herkömmlichen Winkelschleifer und warum haben die hier einen riesengroßen Vorteil, nicht nur einen, sondern gleich mehrere. Und auch heute kannst du wieder etwas gewinnen, wenn du kommentierst. Aber was kannst du gewinnen? Ganz einfach, Werkzeug. Und du kannst sogar aus einem Pool von Werkzeugen etwas aussuchen. Wahnsinn, oder? Du willst wissen, was es ist? Schau einfach auf unsere Webseite. Übrigens, genau auf dieser Seite kannst du sogar schauen, ob du gewonnen hast oder auch nicht. Also, kommentiere, gib uns deine Meinung zu den Geräten und schon kannst du gewinnen. Heute haben wir hier also das Thema Trennjäger auf dem Tisch und ich möchte dir die Informationen geben, welches passt am besten zu dir. Das heißt, wir werden uns die Geräte angucken, mal so im Detail, was sind denn eigentlich die Detailunterschiede, und man muss sagen, ganz klar, es gibt hier große Detailunterschiede und du schreibst übrigens unbedingt mal am Ende des Videos unten drunter, welches ist dein Lieblingsprodukt oder dein Lieblingstrennjäger hier. Ich möchte euch aber auch zeigen, was ist denn der Unterschied zu so einem ganz normalen Winkelschleifer, wie wir ihn hier haben, und ja, wir haben einen Zusatzhandgriff gerade nicht dran, aber was sind eigentlich die Unterschiede? Und das ist größer, als man denkt. Und ich sage dir eins, ich habe relativ viel mit einem großen Winkelschleifer gearbeitet, um Steine zu schneiden. Und wüsste ich heute, dass es solche Trennjäger gibt, und ja, sie sind teurer, ich würde es mir kaufen. Ja, ich würde mir einen kaufen. Aber erstmal schauen wir, welche Geräte haben wir hier eigentlich. Wir haben den Makita DCE 090, den Dewalt DCS 691, den Bosch GCS 18V230 und den Milwaukee M18 FCOS 230. Jetzt, wo wir wissen, welche Geräte wir haben, lasst uns über Preise sprechen. Das Gerät von Makita ist mit 430 € wirklich das günstigste Gerät. Hier haben wir schon einen Preis von 440 €, bei Dewalt kaum Unterschied. Hier gehen wir schon auf 500 € bei Bosch hoch. Übrigens wichtig, alles Solo ohne Akku, und bei dem Gerät hier sind wir schon bei 590 €. Wenn wir sagen 400 zu 590, das ist schon ein krasser Unterschied. Das sind 50% fast mehr. Lohnt sich das Gerät? Ist das so viel besser als das Makita? Das schauen wir uns heute an. Apropos Makita ist nochmal ein wichtiges Thema. Das hier ist ein 36 Volt Gerät. Ergo, wir haben hier zwei Akkus drin. Gibt es auch mit einem Akku jetzt, nämlich mit einem 40 Volt Akku. Den hatten wir aber zum Test nicht da. Das heißt, wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir verlinken das auch unten in der Videobeschreibung und schreiben da rein, welches Gerät es ist, was es kostet und so weiter und so fort. Jetzt lasst uns mal, aber jetzt haben wir verschiedene Geräte hier drauf, lasst uns mal über die Sachen sprechen, die bei allen Geräten gleich sind. Und dann fangen wir gleich mit dem Thema Geschwindigkeit an. Hier ist es so, dass alle eine Geschwindigkeit haben von knapp 6 bis 6600 Umdrehungen. Das wirst du in der Benutzung kaum merken. Kaum, ja, so ein bisschen schneller könnte der Schnitt dann doch schon sein. Wir haben es übrigens bei unserem Test gar nicht gemerkt. Ja. Nächste Information ist, alle, die wir hier haben, sind brushless. Das heißt, alle haben einen brushless Motor und alle haben einen Wasseranschluss, was sehr wichtig ist. Und wir blenden dir das hier jetzt auch mal ein. Wir haben zwei Schnitte gemacht. Der erste Schnitt ohne Wasser, einfach nur im Staub geschnitten, und wir haben hier was relativ Kleines geschnitten, ja. Also wir haben hier diesen Pflasterstein, glaube ich, ist es geschnitten, den wir noch liegen hatten, sind hier durch, nee, ist glaube ich ein Highboard, ist auch egal, was es ist, ja. Das haben wir geschnitten und da siehst du, extrem viel Staub ist dabei entstanden. So, und der zweite Schnitt war dann entsprechend ein Schnitt mit Wasser, ergo, wir sehen das hier, wir haben hinten einen Wasseranschluss und dort können wir ja auch justieren, wie viel Wasser rauskommen soll. Ja, das können wir schön machen. Und dann haben wir quasi einen nassen Schnitt gemacht. Die Geräte sind dafür ausgelegt, genau das zu tun. Das kann der hier nicht. Ja. Mit dem hier kannst du so ohne weiteres eben keinen nassen Schnitt machen. Dann siehst du, der Schnitt ist deutlich, aber wirklich deutlich besser von der Staubentwicklung. Ja? Annähernd kein Staub. Natürlich hast du ein bisschen Wasser dabei, aber diese ganze große Staubentwicklung, die du erstens in der Lunge hast, in deinen Klamotten, bei deinem Kunden oder auf deinem Grundstück, im Zweifel auf dem Fenster und sonst wo, das ist alles nicht da. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen einem solchen Trennjäger und einem normalen Winkelschleifer, dass du hier wirklich das Ganze nass schneiden kannst. Ich möchte jetzt mal eine Sache aus meiner eigenen Empfindung oder aus meiner eigenen Erfahrung mal mitgeben. Ich selber habe schon wirklich Hunderte und definitiv Hunderte von Schnitten mit Trennschleifern gemacht. Also gerade vor allem mit so großen 230 mm Trennschleifern, weil ich habe einen bei mir zu Hause, habe mit dem viel gearbeitet, habe auch in anderen Kontexten damit gearbeitet. Und es gab mal den Trennschleifertag bei mir und der wird sich für immer in diesem Gehirn reingebrannt haben. Nämlich, ich bin morgens auf der Baustelle gewesen, zwei Jungs haben gesagt, ich mauer, also wir mauern,
du schneidest die Steine. Und das habe ich wirklich von morgens bis Feierabend gemacht. Und ich sah nach hinterher aus, man kann sich das sagen, wie Schwein. Ich war von unten bis oben komplett weiß. Ich hatte das Problem, mein Atemschutz war irgendwann zugesetzt. Ich brauchte mehrere am Tag, um da irgendwie klarzukommen. Und um mich herum war eine riesige Menge an Staub. Plus alle Nachbarn waren zugestaubt, plus das Haus war zugestaubt und so weiter und so fort. Echt nicht schön. Und die Menge an Staub war übrigens so groß, dass ich den Rasen saugen musste mit einem Sauger, damit das irgendwie wieder wegkommt. Weil da wäre, glaube ich, 2 Jahre nichts gewachsen. Naja, wie sah es denn nicht hinterher? Na, egal. Und hier ist es so, mit so einem Gerät ist es eine ganz andere Hausnummer, weil du kannst hier dein Wasser anstellen und hast den großen Vorteil, dass die Scheibe hier beträufelt wird, ja, mit Wasser, du deswegen einen fast staubfreien Schnitt hast. Ja, und das macht einen riesen Unterschied. Die Frage ist aber, wie kommt das Wasser eigentlich in das Gerät rein? Eigentlich relativ simpel. Du hast hier hinten einen Anschluss, so den klassischen, wie sagt man schön, den klassischen Gardena-Anschluss. Ich glaube, er hat so um die 19 mm. Steckst du dran. Übrigens das befriedigende Geräusch. Das ist nicht schön. Ja, und dann kannst du einfach was anschließen. So, was kannst du anschließen? Du kannst ganz normal von deinem Haus Wasserschlauch im Haus Wasserschlauch anschließen, hier ran und fertig. Du kannst aber auch, übrigens, wenn du einen relativ großen Wasserdruck hast, hast du das Problem, dass du hier sehr fein justieren musst. Die Geräte können das, aber dann musst du dich ein bisschen mit einspielen, weil sonst hast du so einen Grenzpunkt, wo es auf einmal so, zu viel und dann kommt wieder zu wenig, dann musst du ein bisschen mit ausprobieren. Was du auch machen kannst, du kannst zum Beispiel auch einfach dein Hauswasserwerk nehmen, du kannst irgendeine Pumpe in deinen Pool reinwerfen, kannst da das Wasser hier hin pumpen lassen oder du kannst auch so etwas hier, das ist ja gerade für den Baustellenbetrieb gedacht, das hier ist wirklich nicht einfach nur ein Wasserbehälter, sondern das ist wirklich eine kleine Pumpe. Hier kannst du hier oben dein Wasser einfüllen, übrigens auch das hier verlinken wir dir unten in der Videobeschreibung. Hier ist es so, Wasser kommt rein, das ganze Teil hier wird dann entsprechend zugemacht. So, hast hier die Möglichkeit, das zu tragen. Hier passen 18 Liter rein, da kommt es auch eine Weile mit aus. Danach einfach voll machen. Aber hier fließt das Wasser nicht einfach nur raus, sondern hier ist eine kleine Pumpe mit drin. Hier unten hast du einen Akku drin. Hier. Da ist ein ganz normaler Akku aus der M-Share Allianz drin. Da kannst du also einen Bosch 18 Volt Akku reintun und schon wird das Wasser dir hier hingepumpt. Irgendwo hier habe ich auch noch einen Schlauch liegen. Da ist er. Den kannst du einfach hier unten anschließen. Zack, ran. Das hier einfach hier ans Gerät ran. Und das war's. Und schon hast du dein Wasser. Auch da, wo du eben keinen Strom hast, kein Wasser hast, kannst du es hier entsprechend mitbringen und damit arbeiten. Ich finde es eine echt geniale Idee, wenn man kein anderes Wasser dementsprechend zur Verfügung hat. Übrigens ein zweiter Vorteil von den Geräten an sich, und ja, wir gucken uns gleich die Geräte auch im Detail an. Ein zweiter Vorteil von den Geräten an sich ist die Schnitttiefe. Wir haben hier, bei dem hier, ja, das ist ein ganz handelsüblicher Winkelschleifer mit einer 230er Platte. Die Schnitttiefe, die wir hier haben, sind nur 6 bis 6,2, 6,3 cm. Und das ist bei den Geräten hier schon eine ganz andere Hausnummer. Hier sind wir in der Regel bei 8 bis 8,5 cm. Und dadurch können wir viele Steine doch einfach durchschneiden, die wir sonst nicht schneiden könnten. Lass mal schauen, was haben wir denn hier bei unserem entsprechenden Board gehabt. Wir hatten hier eine Tiefe von 8 cm. Das hier ist 8 cm. Wir machen mal Folgendes, wir legen das einfach mal an. Schaut mal. Wir haben hier unser, übrigens nicht am Strom, ja. Wir haben jetzt hier unser Gerät und legen das Ganze an. Und wir sehen hier, auch doof, so rum. Und wir sehen jetzt hier, wenn ich das hier anlege, hier oben, da guckt noch was drüber. Das heißt also, egal wie ich es mache, du kriegst das hier nicht durch. Mit genau so einem Schleifer, Winkelschleifer. Das heißt also, was machst du? Du schneidest von der einen Seite, dann drehst es um, schneidest von der anderen Seite, hast keine ordentliche Schnittkante, doof. Mit den Geräten kein Problem. Ja, das nehmen wir mal meinetwegen hier Dewalt und packen das hier mal dran. Und wir sehen hier, wir sind entsprechend hier durch. Und das ist ein Riesenvorteil von den Geräten und deswegen machen die auch richtig Spaß, wenn du eben so etwas trennen möchtest. Ich bin aber jetzt so schön drin, euch die Unterschiede zu einem normalen Winkelschleifer nahezubringen, dann machen wir das jetzt auch mal zu Ende. Ein anderer Unterschied ist das Thema Handling. Hier ist es so, wir haben jetzt hier unseren großen Winkelschleifer, jetzt wollen wir meinetwegen nach unten arbeiten, dann können wir ihn hier greifen und arbeiten hier nach unten. So, das heißt, wir haben hier erstmal so eine tragende Funktion, hier hinten machen wir so ein bisschen nur die Richtung. Ja, machen hier auch das Gerät an, müssen es meistens dann auch halten, je nachdem wie was wo. Und dann arbeiten wir hier nach unten, dann können wir hier schneiden. So, wenn wir jetzt zur Seite arbeiten wollen,
jetzt also einfach mal so zur Seite arbeiten wollen, dann können wir das Ganze nehmen und schrauben das ab. Und schrauben das ab. Moment, dann könnten wir es jetzt zum Beispiel jetzt hier hinschrauben. Und dann könnten wir jetzt hier zum Beispiel hier etwas schneiden oder trennen. Ja? Wenn wir das aber mit einem Trennjäger machen, wie jetzt zum Beispiel den hier, dann haben wir erst einmal großen Vorteil, man hat das Gerät so hier in der Hand. Das heißt, du hast es wirklich sehr entspannt so in der Hand. Du hast einen sehr schönen Schwerpunkt. Das heißt, hier ist es ja so, dass du das Gerät hier oben so festhältst, aber hier kannst du es, ich kann das schwer sagen, aber du hältst es einfach angenehmer. Ja? So, dann machst du das selber hier auch so justieren, hast aber einen viel schöneren Griff. Wenn du jetzt aber sagst, ich muss jetzt mal seitlich schneiden, ja, gar kein Problem. Nimmst du das Gerät, zack, schneidest jetzt hier seitlich, machst wieder so, schneidest wieder so, kannst hier auch schräg arbeiten, hast hier einen sehr schönen Griff, weil du kannst hier rumgreifen über den ganzen Griff, kannst auch mal hier irgendwo dann hier so arbeiten. Das ist eine sehr, sehr angenehme Sache. Zusätzlich kannst du auch hier diesen Fuß, hier den Metallfuß, zum Kippen nehmen. Das heißt, du hast hier zum Beispiel eine Linie, möchtest hier entsprechend entlang schneiden, dann kannst du hier auch das Ganze suchen. Ja, hast hier die Linie, legst los und sagst, okay, ich schneide hier los und dann ziehst du das Gerät hier durch den Stein durch. Das kann sehr gut sein, um erstmal die Grundlinie genau exakt zu treffen und dann das Gerät hier dann weiter einzutauchen, bis zum Maximum einzutauchen und dann zu arbeiten, ohne es überhaupt anzuheben. Ja, das funktioniert und ist eine wirklich geniale Sache. Das sind so die Hauptunterschiede zu genau dem. Und du siehst, die Geräte haben für genau diese Arbeiten schon echt ihren Einsatzzweck und beziehungsweise echt ihre großen Vorteile. Und weil ich die ganze Zeit nur von Stein geredet habe, wir zeigen dir jetzt hier mal Bilder in Metall. Du hast gesehen, wie wir unsere alte Schubkarre zermetert haben. Das kann man natürlich auch machen. Man muss aber auch sagen, haben die Geräte auch echt einen Vorteil, weil gerade bei solchen Formen, wo man nicht so einfach so irgendwo hinkommt, kann man das wunderschön doch machen, weil du eine extreme Schnitttiefe hast. Ja? Mit über 8 cm ist es bei den Geräten so, dass das wirklich Spaß macht. Aber du siehst auch, dass wir hier zum Beispiel so ein Rohr einfach so trennen können. Auch so ein Vierkantrohr, hier ist auch gar kein Problem. Oder selbst so einen großen T-Träger, ja? Doppel-T-Träger, H-Träger, wie heißt das eigentlich? Schreib es gerne mal in die Kommentare. Auch so einen Träger konnten wir einfach so trennen und das geht wirklich gut und macht richtig Spaß. Jetzt schauen wir uns aber endlich mal die einzelnen Geräte an und schauen uns auch mal die Unterschiede an. Erst einmal, wir haben hier ein 36 Volt Gerät. Erkennen wir natürlich unschwer daran, dass wir hier unsere 2 Akkus hier drin haben und die lassen sich auch einzeln hier entsprechend abnehmen und ich mache jetzt auch gleich mal einen Test. Ein Akku ist jetzt mal raus, so. Weil viele fragen immer wieder, da kann ich es auch mit einem Akku betreiben. So, an und funktioniert nicht. Und zur Sicherheit, falls einer von euch auch sagt, Mensch, was ist denn, wenn ich es auf der anderen Seite reinmache, werde ich auch das nochmal testen. Auch da, ja, keine Funktion. Weil es ja ein 36 Volt Gerät und da fehlt einfach die Hälfte. Ja, dann kann es auch nicht funktionieren. Gibt es keine Funktion wie bei manchen anderen Herstellern, dass dann langsam funktioniert. Und ganz ehrlich, würde ja auch keinen Sinn machen. Weil meistens ist es ja so, dass dann, wenn ein Hersteller das zulässt, dann dreht sich das einfach langsamer und wenn es langsamer dreht, dann macht es auch überhaupt keinen Spaß. Ja? So, also 36 Volt hier in dem Kasten drin. Dann schauen wir uns nochmal das Ganze hier an. Hier kann ich auf das Licht schalten, also kann ich Licht ein- und ausschalten. Seht ihr auch von eurer Seite aus hier vorne das Licht an, aus. Wichtig ist von der Bedienung her, wenn ich das Gerät anmache, ja, das geht nicht automatisch das Licht mit an. Ja, ich muss immer hier das mit einschalten. Apropos Gerät einschalten, ich möchte euch das mal vorführen, von hier sieht man es auch besser, wie das Verhalten ist beim Einschalten, weil gerade bei dem Gerät
ist es so, dass es ungewöhnlich ist, finde ich, zumindest zu den anderen. Nämlich, ich mache das Gerät an und dann passiert Folgendes. So, wir haben relativ lange gebraucht. Ich mache es mal nochmal. Wir haben so bis 3 Sekunden, also 21, 22, 23 und erst dann haben wir die volle Umdrehung, was ich schon relativ lang finde. Aber wenn du da stehst und so sagst, naja, ich möchte jetzt arbeiten, dann könnte das dem einen oder anderen von euch schon ein bisschen zu langsam sein. Wir haben also wirklich einen sehr eigentlich guten Sanftanlauf. Wir haben auch keinen Ruck, wenn wir das Gerät anmachen. Schaut mal. Ja. Das ruckt eigentlich fast gar nicht, aber sei es drum. Eine Sache, die aber auffällt, ich bin Rechtshänder, habe das Gerät so in der Hand und dann drücke ich mit diesem Daumen hier auf den Knopf, klick und an. Wenn ich jetzt Linkshänder bin, dann habe ich den Knopf da, dann muss ich das ein bisschen komisch halten. Das geht auch irgendwie, aber das sollte man zumindest wissen. Wenn man jemand ist, der einfach sehr, sehr intuitiv arbeitet, möchte so klick, klick an, ist es hier nicht ganz so intuitiv wie bei den anderen. Oder vielleicht bei den anderen, das gucken wir uns ja gleich nochmal an. So, okay, jetzt Rückseite. Hier haben wir unseren Wasseranschluss. Hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze zu verstellen. Ich persönlich finde diesen kleinen Knopf hier ein bisschen scharfkantig, nicht so schön wie die anderen zumindest. Weil die anderen haben einen sehr runden, gut geformten Knopf. Ja, sieht eher pragmatisch aus. Funktioniert er? Ja. Funktioniert richtig gut? Ja. Kann ich es einstellen? Ja. Das ist nur nicht so ein Handschmeichler wie die vielleicht auch moderneren Geräte. Aber wenn ihr sagt, ich soll das 40 Volt Gerät auch nochmal einzeln vorstellen, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. So, gucken wir auf der anderen Seite. Hier gibt es eigentlich nichts Wildes, was wir uns anschauen können, außer auf jeden Fall das hier. Dieses Teil, was wir hier haben, ist sehr massiv ausgebaut, ja, sodass wir wirklich die Möglichkeit haben, erstens es gut hinzustellen. Dieser Klassiker ist ja, du stellst es auch so hin, aber dass du auch diesen Eintauchschnitt machen kannst oder eintauchen kannst. Vom Griff her ist es schön gummiert, kannst es wirklich sehr schön greifen, das Gerät. Du kannst damit arbeiten, kannst es auch seitlich halten, kannst es so auch halten. Das funktioniert richtig gut, finde ich super. Der Griffumfang ist auch eigentlich sehr schön. Ja? Du weißt, wenn du das Gerät benutzt, nicht wie voll der Akku ist. Du hast gar keine Ahnung, sondern du kannst hinterher hier auf den Knopf raufdrücken und dann siehst du hier anhand 3 LEDs, wie voll das Ganze ist. Wenn du beim Arbeiten dann merkst, irgendwie das Gerät zieht nicht mehr so richtig, so als Beispiel, siehst du aber nicht, ob es am Akku liegt oder an irgendwas anderem. Hier oben hast du noch Überlastschutz, beziehungsweise siehst du, ob das Gerät in Überlast gegangen ist. Und dann ist nochmal wichtig, wie wechselst du das Blatt? Ist denn ein Schlüssel mit dabei? Und ja, du hast einen Schlüssel mit dabei, aber der liegt nicht hier. Der ist nicht am Gerät, das ist mal ganz wichtig. Normalerweise bei den anderen Geräten ist es so, der Schlüssel ist immer direkt hier dran, um hier das Blatt zu wechseln. Bei Makita ist es nicht direkt am Gerät, sondern woanders verstaut. Was du aber hast, ist, du drückst hier auf den Knopf, zack, und dann kannst du entsprechend in eine Position gehen. Jetzt habe ich es rein, arretiert. Das könnte ich mit dem Schlüssel, der beigeliefert wird, natürlich auch mitgeliefert wird, das Ganze einfach öffnen und dann das Blatt tauschen. Ein ganz wichtiger Punkt ist ja noch das Thema Schnitttiefe. Ich hatte vorhin gesagt, wir haben eine deutlich höhere Schnitttiefe. Aber woran liegt das eigentlich? Ganz einfach. Ein Winkelschleifer hat hier einen wesentlich größeren Kopf und Getriebe. Das haben wir hier eben nicht. Hier haben wir einfach nur eine Übersetzung nach vorne und dann dreht sich das Ganze, weil der Motor ist ja hier hinten. Dadurch können wir hier das Blatt viel mehr ausnutzen. Und man sieht das hier übrigens auch sehr schön. Man kann es hier auch noch mal mit dem hier zeigen. Übrigens ganz wichtig, ja, für euch, wenn ihr an so einem Gerät rumfummelt, macht ihr die Akkus raus. Ja, Akkus sind bitte raus, wenn hier irgendwo hier vorne rumgefummelt wird. So, jetzt aber. Wir sehen jetzt hier, wir können das Holzstock auch nehmen. Genau das ist die Schnitttiefe, wo wir die maximale Schnitttiefe haben. Beziehungsweise das ist die Stelle, wo wir die maximale Schnitttiefe haben. So, jetzt gucken wir mal, wie tief können wir denn schneiden. Ich nehme das hier mal, lege das hier an. Wir haben hier eine Schnitttiefe von amtlichen, und ich sage mal, das ist wirklich amtlich, krass, von 87 mm, 86, 87 mm. Das heißt, das klassische Highboard mit 8 cm schaffst du locker. Kommen wir zu Dewalt. Und hier sind einige Sachen anders. Und zwar die erste Sache ist schon etwas, was ich vergessen habe, dir bei Makita zu sagen, weil es dort einfach nicht vorhanden ist. Du kannst hier die Schutzhaube überhaupt nicht verstellen. Die ist also wirklich nicht verstellbar, nach vorne und nach hinten. Hier bei Dewalt, das ist gar kein Problem. Du hast hier einen Knopf und da kannst du sie entsprechend so nach oben stellen oder nach unten, ja, je nachdem, wie wo oben unten ist für dich. Ja. Also je nachdem auch, wo du sagst, wo du den Schutz brauchst. So kannst du eher nach vorne arbeiten. Wenn du eher
nach unten arbeitest, wirst du natürlich so arbeiten. Ja? Was wir aber hier sehen, ist eine Sache, und da schreibt ihr bitte mal in die Kommentare, warum ist das überhaupt da? Wozu ist diese Auflage da? Weil du hast ja hier mit der Hand nichts zu suchen. Also wirst du ja wohl kaum hier das Gerät nehmen und dann so auflegen. Oder doch? Nee. Also wozu ist das hier da? Also ist das für die Hand da oder ist das einfach nur ein Schutz für irgendwas? Weiß ich nicht. Was aber auffällt, ist noch eine Sache. Wir haben hier die Wasserzuführung. Und zwar geht die hier rein und so, damit wird das Blatt von rechts und links beträufelt, um entsprechend dann einen nassen Schnitt zu machen. Das ist nochmal wichtig. Hier bei Makita siehst du, es ist nur auf einer Seite. Das heißt, das Blatt wird nur von einer Seite beträufelt. Ist das wesentlich besser? Keine Ahnung. Also wir haben es bei der Benutzung, bei unserem Schnitten nicht festgestellt. Apropos Schnitte, hier siehst du auch wieder mal den Schnitt von Dewald, den wir gemacht haben. Und dass wir mal schauen, wie schön wir hier durch unser Highboard durchgekommen sind. So, lass uns mal an das Handling anknüpfen. Hier haben wir wie immer unseren schönen Griff. Das Gerät selbst ist einen kleinen Tick schwerer als das Makita-Gerät, aber es sind 200-300 Gramm. So, wir können es auch wunderbar seitlich halten, also der Griff ist schön. Was man aber wissen muss ist, vom Durchmesser her ist er deutlich dicker als der andere hier. Wenn du also sehr kleine Hände hast, dann wird dir der vielleicht nicht gefallen. Wenn wir gerade hier sind, ein wichtiger Hinweis, vielleicht sieht man es von da noch besser, hier steht groß drauf 54 Volt. Das heißt, wir haben hier ein 54 Volt Gerät. Hier hatten wir 36 Volt, hier haben wir 54 Volt. Ergo, hier ist auch ein 54 Volt Akku drin. Und hier auch ein richtig großer. Ja. Der steckt hier schön drin. Das Gerät ist also mit 18 Volt nicht benutzbar. Ganz, ganz wichtig. Was wir hier aber schon haben, das finde ich sehr schön prominent, ist der Schlüssel. Hier ist der Schlüssel, um entsprechend hier das Blatt zu wechseln. Ja, hier mit dabei. So, Moment, das ist nicht der richtige Schlüssel. Wir sehen es da, zack. Und dann geht es auch los. Ich habe hier wieder einen Knopf, da kann ich reindrücken. So, und jetzt könnte ich entsprechend das Ganze tauschen. Schön wieder rein. Ich finde es da sehr gut, weil selbst wenn diese Halterung mal, und das hält hier wirklich gut drin, ja, selbst wenn es da mal rausrutschen sollte, bleibt es höchstens da in der Verpackung drin und rutscht mir nicht aus dem Gerät raus und ist irgendwo, nachher liegt es im Dreck, im Rasen, sonst wo du es nicht wiederfindest. So, hier zu und schön. Was ich übrigens gut finde ist, das ist hier eine schöne, sehr solide Sache. Hier bei Makita fand ich übrigens das hier sehr schön. Das nicht, Moment. Ja, das hat eine Feder und geht zu. Okay, gucken wir weiter. Wenn wir jetzt uns das anschauen, sehen wir hier, wir können uns verbinden. Das heißt, hier ist so eine Art Connectivity-Funktion mit dabei. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht wofür. Also muss ich ehrlich sagen, weil normalerweise ist das dafür da, um abzusaugen. Wir haben ja aber hier keine Absaugung dran. Vielleicht gibt es von Dewald auch so ein mobiles Pumpsystem. Dann wäre das logisch, die Pumpe damit anzusteuern. Dass wenn ich das Gerät anmache, die Pumpe nachdrückt und dann geht's los. Weiß ich nicht, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wozu das sonst noch da sein könnte. Mir fällt aber nichts ein. Ist auch egal. So, andere Seite. Hier haben wir natürlich wieder unseren Anschluss. Hier haben wir unseren Regler, um das Wasser einzustellen. Ja. Ich finde es ein bisschen schöner, auch wenn es eigentlich schlechter nutzbar ist, weil es nicht so hoch ist. Aber irgendwie fühlt sich das ein bisschen schicker an. Ja, meine Meinung. Das sind Kleinigkeiten und es fühlt sich nicht so an, als wenn es relativ schnell abbrechen würde. Bei Makita hatte ich so ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Wenn wir gerade hier sind, hier haben wir einen Knopf. Ja, wir sehen, ich kann ihn hier reindrücken, dann kann ich hier das physisch nicht durchdrücken. Dann kann ich aber hier mit dem Finger draufdrücken, klick und jetzt ist es dauerhaft an. Also ich habe jetzt keine Sicherung mehr. Hier bei Makita hatte ich ja einen Knopf reindrücken. Ich muss jedes Mal entsichern, losdrücken. Bei dem hier habe ich es jetzt einmal entsichert und los geht's. Wenn ich jetzt hier auf Linkshänder wechsle, dann habe ich den Knopf immer noch da. Ja, kann ich benutzen, funktioniert, also rechts, links, gar kein Problem. Und da wir es jetzt schon ein paar Mal angemacht haben, zeige ich euch auch mal, was passiert, wenn ich sie anmache. Das geht super schnell an. Ich würde sagen, von der Geschwindigkeit her
Also bis du auf der vollen Umdrehung bist, ist es wahrscheinlich doppelt so schnell oder die Hälfte der Zeit. Das ist, glaube ich, die bessere Angabe. Und das stoppt auch sehr schön. Apropos, alle Geräte hier haben eine Schnellstoppfunktion. Das heißt, dass der Motor mitbremst und dafür sorgt, dass das Blatt nicht ewig nachläuft, so könnten wir eher sagen. So, dann sehen wir hier vorne auch, wir haben hier einen sehr massiven Fuß hier aus Metall, aber wirklich auch sehr massiv gebaut, alles so, dass man es auch austauschen könnte, sauber machen kann. Du kannst hier auch das schön hier drüber balancieren, das funktioniert alles. So, dann lass uns mal schauen, wie tief ist das Ganze denn eigentlich und wie tief können wir schneiden. Wir haben hier bei Makita ja eine relativ klare Position gehabt, wo die maximale Tiefe ist. Das haben wir hier bei Dewalt eigentlich nicht, weil du siehst hier, das ist relativ frei. Der Motor ist auch maximal so klein gebaut, wie es irgendwie geht, damit du eine maximal mögliche Schnitttiefe hast. Aber haben wir jetzt mehr? Ich glaube nicht, aber wir können es ja nachmessen. So, auch hier legen wir an und wir sehen, dass das hier unten die maximale Tiefe hat. Ja, das heißt, wir können direkt messen. Und wir haben hier eine Tiefe von 84, 85 mm, also vielleicht 1 mm weniger als Makita. Kommen wir zu Bosch und dem neuesten Gerät hier im Vergleich. Da wir eben hier damit auch angefangen haben, machen wir das hier auch. Auch hier ist das Ganze verstellbar. Ja. Ui, das rastet aber gut ein. Moment, das möchte ich nochmal machen. Ha, das mag ich. Ja. Ist aber jetzt nicht besser als Dewalt. Man kann es hier schön verstellen. Und ich glaube jetzt, wo ich es das dritte Mal in der Hand habe, vermute ich, ist jetzt ein kleiner Knauf hier dafür, um genau das zu tun, dass man es hier verstellen kann. Vermute ich mal. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. So, da wir es eben auch schon mal hatten, hier haben wir eine beidseitige Beträufelung oder das Reinspritzen von Wasser, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. So, da wir es hier gerade haben, das hier ist eine sehr interessante, etwas andere Spindelarretierung. Wir haben ja hier an der Unterseite hier das Werkzeug, das ist hier drin, fällt auch so nicht einfach raus. So, nehme ich raus. Und jetzt möchte ich ja hier mein Blatt wechseln. Und in dem Fall möchte ich es wirklich mal wechseln. Und dann machen wir es auch mal so, dass ich wirklich hier das hier rausnehme. Moment. So, zack und raus. Dass hier auf keinen Fall was passieren kann. So, jetzt möchte ich das Ganze wechseln. Weil ich möchte nämlich gleich auch die Tiefe messen. Und ich habe hier mit dem Metallblatt ja einiges auch schon geschnitten. Beziehungsweise der Holger hat da, glaube ich, geschnitten. Und dann ist es natürlich so, wir haben hier ein Verbundmaterial und dadurch wird das Ganze kleiner. Und wenn es kleiner wird, dann kann ich jetzt nicht mehr die Schnitttiefe nachmessen. Deswegen werden wir das Blatt jetzt tauschen. Um das Blatt zu tauschen, müssen wir hier nur das hier nach oben drücken. In eine Position, Kompass passt. Zack. Das ist die Position, jetzt halte ich es hier fest. Ich mache es mal von euch aus so. So, Moment, wie ich laufe, so gehe ich auf. Also hier nach oben. Moment, so und so. Und schon kann ich das Blatt wechseln. Und wir machen es auch wirklich mal in Echtzeit und live. Also quasi live, wie lange wir hier gebraucht haben. So, so, so. Blatt raus. Hier Verbundmaterial. Jetzt nehme ich mal das Blatt von hier raus. Das hier war nur grob drauf gesteckt für euch, fürs Video. Also nicht wundern, dass es so leicht geht. So, hier habe ich übrigens ein Bosch Professional Blatt. Denkt dran, bei Bosch gibt es ja immer verschiedene Güten. Bosch, also das normale, Professional, das Pro in dem Fall und Expert. Das mache ich jetzt mal drauf, damit wir auch nicht messen können. So, so, so. Und Laufrichtung beachten, hier sehen wir, so muss ich laufen. Ja, hier sehen wir auch das Ganze. Ergo, ich kann das hier so drauf tun, das hier aufsetzen. Ihr seht, es geht relativ schnell. Einen kleinen Moment brauche ich. Rein, ran, 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 ran. So, jetzt wieder das hier nehmen und dementsprechend jetzt mal in die andere Richtung. Und dann habe ich es auch schon fest. So. Also muss ich sagen, eigentlich geht es ziemlich schnell. Das ist jetzt auch kein Wunderwerk der Technik, dass es bei Bosch super, super schnell geht. Aber das hier ist etwas, was die anderen eben nicht haben. Beim anderen musst du die ganze Zeit etwas gedrückt halten. Hier brauchst du es nur vorziehen und dementsprechend hier festhalten. Finde ich eigentlich wirklich eine coole Sache. So, weil ich jetzt die ganze Zeit schon davon gesprochen habe, schauen wir uns jetzt mal an, wie, richtig, Moment, so rum, schauen wir uns mal an, wie tief ist denn der Schnitt hier eigentlich. Wir haben meinen Zollstock weggepackt. Wir haben hier auch an der Stelle, hier unsere tiefste Stelle, aber
Das Gehäuse ragt etwas vor, dementsprechend muss ich hier meinen Abstandshalter wieder nehmen und wir haben hier eine Schnitttiefe von, das ist echt erstaunlich. Das ist echt erstaunlich, weil vorhin habe ich mit dem Blatt hier gemessen und habe gesagt, hä, warte mal, das sind nur 8 cm, ja, also 80 mm. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich mache mal ein neues Blatt drauf, weil das hat ja schon ein bisschen was gesehen, die Schiene und das ganze andere Zeug. So, jetzt haben wir 85. Ja, also wir haben hier satte 85 mm, die wir schneiden können. Und das Blatt hier wird ja nicht kleiner. Ja, unser Steinblatt wird ja nicht kleiner, wo es ja noch mehr auf Schnitttiefe ankommt. Aber schreibt es in die Kommentare, ob es bei euch bei Metall entsprechend auch so ist. So, wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, auf der Seite sehen wir eigentlich nichts Wildes, außer wir haben hier auch einen ordentlich massiven Fuß, über den wir entsprechend hier das auch arbeiten können. Hier haben wir unser Akkufach. Bei dem Akkufach haben wir hier einen kleinen Knopf, ziehen es nach vorne, können hier unser Akku nehmen. Und jetzt wird es interessant, denn wir sind hier in einer Standard-Akku-Range unterwegs. Ergo, wir haben hier 36 Volt, hier können wir 2 normale 18 Volt Akkus nehmen. Da, wo du halt sagst, der normale Akkuschrauber, der normalen Geräte haben wahrscheinlich 18 Volt. Jetzt willst du das mal benutzen, kein Problem, 2 18er rein, zack. Hier 54 ist für schwere Arbeiten natürlich schon der Standard bei Dewalt, aber ist ein extra Akkusystem, was du brauchst. Hier bei Bosch brauchst du genauso nur deinen 18 Volt Akku und zwar nur einen einzigen. Wichtig ist aber, hier steht es auch irgendwo, das ist ein Beat Bosch's Gerät. Das heißt, steht es hier irgendwo? Ich finde es jetzt gerade nicht, aber der braucht schon einen mindestens 5,5 Ampere-Stunden Akku, um hier richtig Power zu haben. Ja? In dem Fall habe ich hier wirklich den großen drin, habe hier mal einen 12 Ampere-Stunden eingesetzt, der wirklich dann auch wirklich lange hält und ordentlich was ab kann. Aber um die volle Power des Geräts zu haben, brauchst du eben entsprechend den großen Akku. So, schauen wir mal hier hin, andere Seite nochmal. Auch hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze entsprechend einzustellen und dann zu justieren für das Wasser. Dann noch eine Sache, die ich euch auch vorhin schon mal gezeigt habe, das Thema Anlauf. Aber erst einmal hier Akku. Du hast hier eine Akkuanzeige und zwar dauerhaft. Wenn du das Gerät anmachst, wird hier angezeigt, wie voll der Akku ist und zwar jedes Mal, wenn du das anmachst. Jedes einzelne Mal. Also so siehst du, dass er nach und nach entsprechend nachlässt und dass du ihn irgendwann austauschen musst. Weil ich es vorhin auch gemacht habe, mal Anlauf. Und ich möchte euch das nochmal im Vergleich zeigen. Ihr habt jetzt das Geräusch noch im Kopf zu Dewalt. Dewalt ist lauter, also das Geräusch ist wirklich lauter, zumindest ist es in einem Frequenzgang lauter, wo ich sage, da wird es ein bisschen unangenehmer, als es hier bei Bosch ist. Ansonsten, wie schnell läuft er an? Ich persönlich habe das Gefühl, Bosch hat hier die Quadratur des Kreises hinbekommen, nämlich wir haben einen schönen Sanftanlauf, aber dann tourt er trotzdem schnell hoch. Wir haben nicht das relativ langsame Anlaufen von dem Makita-Gerät und nicht das von Dewalt, der schnell los möchte, zwar auch einen Sanftanlauf hat und dann aber doch eher mal so ein bisschen verzuckt oder verruckelt, wo es bei dem hier so ist, dass es sehr sanft anläuft, aber dann super schnell hochtut. Also mag ich sehr gern auch schnell wieder runtertut. So, gibt es noch was Besonderes an dem Gerät? Nicht, dass mir was auffallen würde. Und jetzt ist mir doch was eingefallen. Das Thema Licht habe ich vergessen. Das nehme ich hier vorne und geht jedes Mal an, wenn du das Gerät so ein bisschen antippst oder natürlich wirklich losarbeitest. Und du hast schon ein amtliches Licht, wenn es ein bisschen schummriger ist, wo du auch ein bisschen den Stein oder was auch immer du hast, beleuchten kannst. Kommen wir zu unserem letzten Protagonisten, den wir hier haben, nämlich Milwaukee. Auch hier zeigen wir euch schon mal die Bilder, wie wir geschnitten haben. Ging wunderbar, hat alles perfekt funktioniert. Und hier sehen wir, dass ein paar Sachen etwas anders gemacht sind. Erst einmal, weil ich es auch gerade in der Hand habe, der Griff. Der Griff ist hier nicht gummiert und dünn. Jetzt ist wirklich die Frage, was möchtest du? Weil wir haben hier so viele verschiedene Sachen gehabt. Hier sehr dünn gummiert, relativ dick. Sehr stark gummiert, auch etwas dicker stark gummiert, sehr dünn nicht gummiert. Schreib gerne mal in die Kommentare, was dir lieber ist und denk dann an das Gewinnspiel. Du kannst ja Werkzeug gewinnen. So, das können wir jedenfalls auch so greifen, es geht wunderbar. Ich finde hier so an der Ecke ist es ein bisschen zu kantig, um das so zu halten, es geht aber. Ja, die anderen sind da so ein bisschen griffiger, finde ich. Okay. Wenn wir schon hier sind, wir machen jetzt mal den Akkuschacht auf und wir sehen hier drin
ein 18 Volt Akku. Ja, wir haben hier ein 18 Volt Gerät. Meine Empfehlung wäre hier, einen großen Akku zu nehmen, so ein 12 Ampere-Stunden oder 9 Ampere oder eine 6 Ampere-Stunden Forge. Das heißt, wir haben hier Tablet-Zellen drin, damit wir ordentlich auch ordentlich viel Energie liefern können und der Akku nicht zu heiß wird. Ja? Und je größer der Akku ist, umso mehr kann er natürlich auch ab. Also nicht physisch groß, sondern je mehr Zellen er drin hat. So, ihr seht auch hier, da passt auch der große Akku rein. Ich glaube, ich habe den ja sogar hinter mir liegen. Ich hatte ihn bis da. Ich habe ihn hier. Zack, da ist er. Moment. Und ihr seht hier, der große 12 Ampere-Stunden passt auch ohne Probleme rein und ich bekomme es auch noch zu. Was mir aufgefallen ist einerseits, ich kann das hier sehr schön öffnen. Ja, das funktioniert. Aber ich habe hier vom Gefühl her, ich kann das nicht bestätigen, aber ich habe hier im Verhältnis relativ spröden Kunststoff. Und wenn hier einer mal ordentlich runterdrückt, dann ist das Ding hier auch mal ab. Ja? Jetzt kann man das auch sagen, das ist ja bei anderen auch so. Aber bei Bosch schlägt das hier an. Ich kriege das nicht ab, also den kriege ich nicht abgerissen, das geht nicht kaputt. Hier bei Makita könnte ich es abreißen, theoretisch. Aber das ist hier relativ weit nach unten, ist aber auch relativ spröde, wenn ich es denn mal abreißen, wenn es hier wäre. Aber er springt ja immer wieder zurück. Ja? Also das ist ja schon so, dass er eigentlich nicht offen bleibt. Hier bei Dewald ist das sehr, sehr, sehr massiv gebaut. Und ich könnte das Teil auch einzeln austauschen, relativ leicht mit einer Schraube. Aber hier habe ich irgendwie zumindest ein schlechtes Gefühl, sagen wir es mal so. Das tut meine Hand richtig weh vom Gegenhauen hier bei Bosch, aber es geht trotzdem nicht kaputt. Also eher meine Hand als das. Das nur als Hinweis. Ja. Ob das für euch relevant ist, weiß ich nicht. So, weil wir es hier gerade gesehen haben, hier oben auch Anzeige für, Moment, ja, nicht Licht, ja, wir schalten es auch mal ein, hier gibt es auch keinen Lichtschalter, Überlastschutz, wenn irgendwas ist, würde es hier signalisiert werden. Apropos, wir haben hier glaube ich gar kein Licht dran, was für, genau, bei dem Gerät war das so, was sehr ungewöhnlich ist, weil bei Milwaukee hat selbst der Rasenmäher ein eigenes Licht. Das Gerät aber nicht. Aber ganz ehrlich, eigentlich, wenn du damit arbeitest, hast du da auch Licht da. Ja, würde ich jetzt mal vermuten. Okay, nächste Sache, Wasserzufuhr haben wir hier auch beidseitig, gar kein Problem. Zusätzlich können wir das ja auch verstellen und zwar in dem Fall stufenlos. Würde mich auch eure Meinung interessieren, findet ihr es gut oder nicht, weil wir haben hier keine Rasterung. Wir können es einfach irgendwo hin einstellen und dann damit arbeiten. Was ich persönlich nicht so schön finde, ist die Schlauchführung, weil sie geht außen lang. Dadurch könnte auch der Azubi mal sagen, ja, ich trage das hier am Schlauch. Ihr wisst, was ich meine. Kann natürlich eher mal passieren. Der Vorteil ist aber auch, wenn der Schlauch mal kaputt gehen sollte, habe ich hier eine Schelle, ich habe hier eine Schelle, kann ich einfach austauschen und fertig. Ja, also es wäre relativ leicht auch reparierbar. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Guti, dann gucken wir nochmal von der anderen Seite. Da seht ihr, wir sehen erstmal nichts Wildes. Ich habe auch keine Akkuanzeige, keine Batterieanzeige. Das sehe ich auch nur am Akku. Moment, sehe ich das von hier aus? Ja, genau. Wenn ich es aufmache, kann ich jetzt hier drauf drücken und schaue, wie voll ist denn der Akku eigentlich. Weil wenn wir ehrlich sind, du arbeitest und irgendwann ist der Akku alle. Ja, das ist auch okay. Und wenn er alle ist, dann merkst du, es dreht sich nicht mehr, machst du auf. Ihr wisst, was ich meine. Muss er nicht übertreiben. So. Dann haben wir von der anderen Seite hier, sehen wir hier auch unseren Anschluss, sehen wir hier das Ganze zum Öffnen und Schließen. Wir können das auch verbinden, unsere Bluetooth hier verbinden, ganz wichtig noch zu erwähnen. Was wir hier unten auch sehen, ist, hier ist der Schlüssel drin. Ja? Den nehme ich schon mal raus, denn das ist ein bisschen besonders. Zusätzlich sehen wir haben hier keinen massiven Metallfuß wie bei den anderen. Natürlich ist dieses kleine Teil hier aus Metall gemacht, ja, aber ich habe hier keinen durchgehenden Metallfuß wie bei den anderen. Dadurch steht das Gerät auch nicht so hoch und ich kann, seht ihr, ich habe es jetzt hier mal so gemacht, es geht, dass ich auch eintauche, wenn ich das zum Beispiel so arbeiten wollen würde, aber es scheint so nicht gedacht zu sein. Ja, das nur mal so als Hinweis. Nächstes Thema, Werkzeug. Wir hatten ja schon den einen rausgenommen, aber wir brauchen noch ein zweites Werkzeug, nämlich den hier. Der ist hier an der Seite dran und den finde ich wirklich irgendwie doppelt doof, weil der ist hier an der Seite dran, der steckt hier drin. Aber wie lange der hier so gut drin steckt, weiß ich nicht und das ist was, wo ich sage, das fällt doch hier irgendwann raus oder der ist irgendwie weg, weil wir brauchen dieses Werkzeug. Ich probiere es jetzt auch mal. Wir müssen, um das Blatt zu tauschen, müssen wir mit dem Werkzeug hier rein, Position suchen, Moment, jetzt bin ich, glaube ich, in so einer Position, wo es gehen sollte.
Dann nehme ich den und jetzt kann ich das hier öffnen oder auch wieder schließen. Aber ich muss hier den Schlüssel reinstecken. Und das ist, irgendwie fühlt sich das falsch an. Ist das ein Problem? Nein, überhaupt nicht. Ist das relativ intuitiv? Ja, aber es fühlt sich komisch an, dass ich keinen Knopf habe. Ja, das fand ich bei anderen 3 Geräten irgendwie besser. Aber wie gesagt, das ist alles nur meine Meinung. Für das Gerät, für die Benutzung des Geräts an sich, also wenn es läuft, ist es natürlich völlig unerheblich. Letzter Punkt, die Tiefe, beziehungsweise wie hoch ist denn die Schnitttiefe? Wenn wir hier schauen, ja, müssen wir es hier anlegen. Hier an der, das ist die tiefste Stelle. Hier, nee, das ist die tiefste Stelle. So ist richtig. Okay. Wir haben hier eine Schnitttiefe von amtlichen 86 mm. Ja, 86 mm, das ist schon ordentlich und damit kommst du auf jeden Fall gut durchs Material. Eine Sache habe ich euch noch vorenthalten, nämlich wie läuft das Gerät eigentlich an? Ich zeige euch das mal. Wir haben hier auch einen guten Sanftanlauf, aber ihr habt eben gesehen, wie es ein bisschen bei mir auch hochgegangen ist. Das Gerät könnte einen Tick sanfter anlaufen, damit es dieses Kippmoment nicht hat. Übrigens interessant, für die Geräte mit über 6000 Umdrehungen laufen, hast du so einen, warte, ich führe euch das mal vor, hast du diesen, schreibt mal den Effekt gerne mal in die Kommentare, wie das heißt. Du kannst das Gerät kaum noch drehen und bewegen. Ich habe wirklich versucht, das so zu drehen. Es geht kaum, ja, weil das durch diese Zentrifugalkraft so stark ist. Okay, also, jetzt machen wir Folgendes. Was ist denn jetzt eigentlich das Fazit? Was ist das richtige Gerät für dich? Und ihr macht mal Folgendes. Ihr schreibt auch gerne mal in die Kommentare, das ist mein Liebling. Und übrigens, wie immer, findet ihr den Vergleich der Geräte bei uns auf der Webseite im Werkzeugvergleich. Da könnt ihr nochmal alle Daten nachlesen und vor allem könnt ihr dort auch nochmal auch sagen, was ist dein Lieblingsgerät, und du kannst auch schauen, was alle anderen in Summe gesagt haben, was ihr Lieblingsgerät ist. Also, sodass du siehst, das ist der Publikumsliebling. So, was ist denn jetzt mein persönlicher Liebling? Meine ehrliche Antwort ist, es ist mir fast egal. Also wenn ich damit arbeiten müsste und ich hätte keins der Geräte und ich sage jetzt, heute geht's los und ich muss jetzt schneiden, ich würde mit allen klarkommen. Alle machen einen guten Job und alle funktionieren. Gerade auch in der Benutzung war es so, dass jedes einzelne wirklich auch performt hat beim Schneiden. Rein von der Sache her merkt man bei dem Gerät hier, dass es ein Tick älter in der Entwicklung ist, zumindest von meinem Empfinden her. Aber macht es das schlechter? Nein, denn wir haben hier auch das günstigste Gerät mit echt guter Performance. Das ist gar kein Problem. Das heißt, du siehst hier feine, kleine Unterschiede. Du kannst aber für dich folgende Entscheidung treffen. Du kannst einfach sagen, ich bin bei Dewalt im Akkusystem, ich bin bei Bosch, Makita oder bei Milwaukee im Akkusystem, und dann kannst du genau da bleiben und genau da dein Gerät auch nutzen. Du weißt jetzt auf jeden Fall, welches Gerät was kann, wo die Vor- und Nachteile sind, und ich finde, die unterscheiden sich nicht groß genug, um zu sagen, das ist der Beste oder das oder das oder das. Das ist meine Meinung. Eure Meinung schreibt nicht ich, sondern schreibt ihr in die Kommentare. Wir lesen uns dort, und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.